Hallo, herzlich willkommen hier am Donnerstagabend zu was ganz Besonderem, was ganz, ganz Frischem. Spricht General Pepper aus Corneria. Hört ihr mich? Einwandfrei. James McCloud hier, General. Star Fox ist im Anflug auf Venom. Bislang keine Anzeichen von verdächtigen Aktivitäten. Wir bleiben in Kontakt. Lasst Vorsicht walten. Es ist Jahre her, dass sich jemand dort umgesehen hat. Und danke fürs Annehmen dieses Auftrags, James. Du bist der Einzige, dem ich vorher... General Pepper, hören Sie mich! Irgendetwas scheint die Verbindung zu stören. Gebt Acht, Team. Siehst du, was ich sehe, James? Laut meinen Instrumenten ist die Atmosphäre extrem toxisch. Und all das für so einen mickrigen Hungerlohn? Ich dachte, wir wären Söldner, keine Trottel. Hier geht es um mehr als unseren Profit, Pigma. Ja, klar. Laut General Pepper wurden verdächtige Aktivitäten auf Venoms Oberfläche festgestellt. Er ist besorgt, dass Dr. Andros dahinter steckt. Es ist Jahre her, dass Andros hierher verbannt wurde, James. Wenn die Atmosphäre toxisch ist... Umso wichtiger, der Sache auf den Grund zu gehen. Dr. Andros hat Fehler begangen und den Preis dafür bezahlt. Andererseits war er auch ein echtes Genie. Vielleicht hat er irgendwie überlebt. Unser Anführer, wie großherzig. Wo kommen die denn her? Defensivformation. Pigma, was soll das werden? Ich folge dem Befehl. Das da ist meine Formation. Hinterhältiges Schwein! Was soll ich sagen? Der neue Boss zahlt mehr. Corneria muss leiden. Und wer sich meiner Rache in den Weg stellt, wird sterben. War das Dr. Andros? Lasst sie nicht entkommen! Ich werde ihn nicht los! Hey Peppy, fang das! James! Peppy, bist du noch da? Melden, Peppy. Hörst du mich? Ich verliere an Höhe. Peppy, du musst hier rauskommen. Warne den General. Nicht ohne dich, James! Das ist ein Befehl. Und Peppy, kümmere dich um Fox. Fox, bitte melden. Bist du mit dem Trainingsmodul verbunden? Verbindung steht. Du bist gut zu hören, Peppy. Gut, ich weiß, der A-Wing ist für dich nichts Neues. Aber es ist wichtig fürs Team, dass wir diese Übung alle zusammen durchexerzieren. Weißt du, als dein Vater noch hier war, hatte... Das war einmal, Peppy. Ich führe jetzt Star Fox. Und wir machen das auf... Früher wurdest du direkt reingeschmissen. Also keine Zwangstutorials. Es gab einen Trainingsmodus im Line Wars, ja. Aber der war zumindest optional. Hier musste erst mal trainieren. Jetzt eine Rolle. Ja, so gefällt mir das. Du wurdest gerade voll getroffen. Ja, und das gefällt dir hab ich nicht. mir gerade auch gedacht. Ciao, Du Artubion. kannst maximal bis zu 9 Bomben einsammeln. Wirf eine Bombe. Okay, Nicht das wirklich war damals viel. nicht so. Was? Dass ein Fehler im Simulator passierte. Ah, das ist witzig. Da passieren auch gleich noch mehr Fehler. Oh nein, ich muss mich leider ausklinken. Wow, das wären ein bisschen viele Gegner. Cool. Das sind echt zu viele. Ach, geht noch. Auf Katina waren das fast genauso viele. Ich glaube sogar noch ein paar mehr, wenn das Mutterschiff kommt. Ja, Schätze, ich bin das raus. stimmt. Gucken, ob wir die Route nehmen. So. Alles kaputt. Die Spannung steigt. Hören wir mal, was er auf dem Herzen hat. So, das war jetzt das Intro.
Jetzt darf man auch endlich mal weitermachen hier. Ich muss sagen, die Stimmen vom Star Fox-Team selbst sind ganz gut gewählt. Da kann ich eigentlich nicht meckern. Das sind auf jeden Fall bekannte Stimmen, ja. Also Peppy klingt auch ein bisschen älter. Ich meine, er ist auch der Älteste. Bei Falco war ich zuerst unsicher, als ich im Tutorial gehört habe. Jetzt muss ich sagen, klang seine Stimme besser. Aber ich muss sagen, die von General Pepper, die Stimme, die klingt gar nicht. Der klingt viel zu jung. Ja, der klingt viel zu jung, finde ich. Du bist nicht Chaos-Tone, nee, du bist Strahlungssonne. Das ist viel schlimmer. Nee, ja, Herausforderung und Training ist das, was wir gerade gemacht haben. Und wir gehen jetzt in die Kampagne und wir spielen sie natürlich auf normal. Ich würde auch gleich Experte nehmen, aber die kriegt man erst freigeschaltet, wenn man alle Medaillen... Das war auch damals schon so. War auch damals schon so, wenn man alle Medaillen auf normal gesammelt hat. Deswegen, wir spielen normal, weil leicht ist, ja, Fahrzeuge auf höchster Stufe, weniger Schaden durch Gegner bei jedem Missionsstart, Team komplett, keine Medaillen und Highscores. Ich muss ja sagen, die 3DS-Version, da hat ja auch 2 Spielmodi gehabt. Einmal die 3DS-Version und einmal die N64-Version, was vom Schwierigkeitsgrad her. Die 3DS-Version war ein bisschen leichter, aber trotzdem schwerer als das, weil du beginnst gleich mit dem höchsten Level. Und also, das ist ein bisschen sehr Baby-Modus, muss ich sagen. Ja, deswegen, wir spielen auch definitiv auf normal. Und hier gibt's auch, es gibt einmal die Möglichkeit, es gibt, wir brauchen Hilfe, Star Fox. Oh, das kommt auch vor, weil ich in Stream Deck stehen hat. Ich wollte jetzt eigentlich mein Licht anmachen, aber ich habe auf den falschen Knopf gedrückt und auf Start-Szene gedrückt. So, jetzt nochmal. Das geht weiter, ich mache Licht. Andros Invasion hat unseren Heimatplaneten erreicht. Just in diesem Moment fallen seine Truppen in Corneria ein. Unsere Streitkräfte werden geradezu überrannt. Euer Team muss vor Ort eine Gegenoffensive starten. Klingt ganz schön heikel, General. Aber rein zufällig könnten unsere A-Wings sofort aufbrechen, wenn nur der Preis stimmt. Andros Truppen haben bereits zahlreiche Planeten im System eingenommen. Wenn sie Corneria kriegen, dann ist alles aus. Rettet Corneria. Befreit das Lylat-System. Dann ist jeder Preis recht. Wer könnte da Nein sagen? Schon mit ihnen Geschäfte zu machen, Josh. Es hat sich da nichts geändert. Zumindest im ersten Level. Es ist die gleiche Musik wie damals. Flügel ausfahren. Aber hier merkt man richtig, wie sie mit der neuen Grafik angeben wollten. Ja, ja, klar. Die ganzen Details. Guck mal, unsere A-Wings sind Transformers. Das sehe ich ja jetzt erst. Falco hat auf seinen Flügel noch mal extra Flügel aufgemalt. Soweit alles okay. Hier spricht Peppy. Alles in Ordnung. Falco hier. G-Diffuser. Passt schon. Legen wir endlich los. Feindliche Ziele voraus. G-Diffuser passt schon. So, jetzt geht's los. Erste richtige Level hier. Und es ist genauso wie im Spiel damals. Bleibt in der Formation. Das ist genau wie damals, der Scheiß. Folge an deinem Heck. Der Scheiß. Frosch muss immer gerettet werden. Du hast ihn erwischt. Danke, Fox. Deswegen habe ich mir jetzt meinen Laser-Upgrade flöten gehen lassen. City direkt voraus. Also grafisch ist tatsächlich geil, da kann man nicht anders sagen. Haltet die Augen offen, Jungs. Kann man tatsächlich nicht anders sagen. Also sie nutzen die Kapazitäten des Switch 2 gut aus. Und ich würde wetten, dass immer noch You will never defeat Andros. Genau, der ist genau. Also so ein popeliger Attack Carrier wie der hält uns ganz bestimmt. Das auf jeden Fall. Andros Streitkräfte ziehen sich zurück. Wie versprochen. Meine Crew ist wert, was sie uns bezahlen, General. Manche von uns mehr als andere. Da ihr den Attack Carrier abgeschossen habt, konnten wir reichlich Informationen über den Feind erlangen. Wir wissen jetzt, dass der Feind einen Angriff auf unsere Hauptflotte beim Durchqueren von Sektor Y plant. Leider ist es uns nicht gelungen, sie zu warnen. Ihr müsst so schnell wie möglich zu ihnen stoßen. Und wenn ihr bei dieser Gelegenheit auch noch die feindlichen Truppen dezimiert, umso besser.
Brecht auf und unterstützt die Flotte Star Fox. Wird gemacht, General. Ich lasse Rob den Kurs planen. Eigentlich wollten wir durch das Meteor-Asteroidenfeld. Aber wir werden in Sektor Y gebraucht. Einen Moment, Fox. Scans zeigen eine unbekannte Energie tief im Inneren des Asteroidenfelds. Sollten wir uns das nicht ansehen? Eine Forschungsmission? Kann's kaum erwarten. Andros Armee könnte Meteor als Aufmarschgebiet für die Invasion nutzen. Aber genug davon. Ihr habt Pepper gehört. Die Flotte braucht uns in Sektor Y. Okay. So, jetzt können wir uns entscheiden. Jetzt ist klar, warum der Attack Carrier nicht explodiert ist. Die haben das für die Story gebraucht, um sozusagen Daten aus dem zu bergen, damit die wissen, dass in Sektor Y ein Aufmarschgebiet ist. Das ist storytechnisch geplant gewesen. Clever. Es ist tatsächlich auch ganz schön, dass wir es gemacht haben. Denn jetzt wird zumindest mal klar, okay, warum kann man denn überhaupt die Routen wählen, wenn du jetzt den anderen Gegner platt machst? Das ist jetzt eingebaut haben, wir haben von dem ein paar Daten rausgekriegt. So, die Frage ist jetzt... noch mal einen schönen Kontext geben. Ja, die Frage ist jetzt, welche Route nehmen wir denn? Also im Meteoritenfeld ist ja dieses tolle, auch mit diesem Hyper... Nee, auch nicht. Also der war früher der einfacher. Ich hätte früher bist doch nicht so oft gegengeflogen. Ihr solltet euch unterdessen okay, doch. zuwenden. Gut, da waren doch genug. Ozeanplaneten? Was gibt's denn da? U-Boot gibt's Obwohl da. er strategisch nicht sehr bedeutend ist, scheinen Andros Streitkräfte sehr daran interessiert. Ich wüsste gern warum. Die A-Wings sind aber nicht wasserdicht. Haltet eure Position. Ich werde schnellstmöglich ein Unterwasserforschungsfahrzeug bereitstellen. Eigentlich wäre das Zeitverschwendung. Ich habe nämlich einen U-Boot-Prototyp entwickelt, der für diese Art Mission perfekt geeignet ist. Ich habe das Ding im Hangar gesehen. Woraus besteht es? Altmetall und Kaugummi? Falco hat nicht unrecht, Fox. Sleepys U-Boot hat noch nicht mal eine Probefahrt hinter sich. Genau wie der Was für unendlich General Torpedos? was auf Aquis vor sich geht. Aber es klingt, als könnte auch Katina Hilfe gebrauchen. Der Feind führt auf Arquus etwas im Schilde. Und dank meines Prototyps sind wir in der Lage, was dagegen zu tun. Zeig ihm, was die Blue Marine kann, Fox. So, ab ins Wasser. Autopilot ist aktiviert. 5 Leben, unendlich Torpedos. Da ist ein seltsames Signal. Ich schicke euch mal die Daten. Das war's mir wert. Ich hab so gehofft, dass Aquas nie so was machen zu können. Also ich mag die Mucke. Die Jungfernfahrt der Blue Marine zu übernehmen. Aber nicht so wirklich wendig, das Ding hier. Sehr träge. Ja, unter Wasser, ne? Ach, und es gibt auch nur unendlich Torpedos, weil es keinen Aufladeschuss mehr gibt. Richtig. Tief. Melde dich, Fox. Die Sensoren zeigen etwas Riesiges an. Ja, toll. Jetzt, wo ich keine Energie mehr habe. Ich hab's im Blick. Klar habe ich das hinbekommen. Wenn du willst, mache ich mal einen Spontan-Stream mit Star Fox 64 3D. Ah, cool. Die haben ihn technisiert. Schale des Gegners analysiert. Ich schicke dir die Daten. Kleiner Tipp. Erstmal die Antennen am Kopf. Ich weiß es doch nicht mehr, Mensch. Das ist so ewig. Ja, deswegen sag ich's dir ja. Oh, Junge. Geht weg hier, ihr Drecksviecher. Okay, sie haben Core hinzugefügt. Ja, ich hab grad gemerkt. Schieß einen Lenktorpedo. Ich glaube, in den Kugeln können auch manchmal Ringe drin sein. Ja, weiß ich. Das weißt du noch. Da kommt noch keine. Macht ihr alle schon platt hier? Ziel auf die 2 Muskelstränge. Hau alles raus, Fox.
Sie haben uns auf jeden Fall mehr Technik hinzugefügt bei dem Boss. Schieß einen Lenktorpedo. Also Energie kommen da keine raus. Nee, da ist noch gar also nichts rausgekommen aus den Dingern jetzt. Die Feuerkraft ist nicht übel. Schieß aufs Auge! Systeme sind weiter stabil. Ui. Der war knapp, ja. Warte, ich hab dich ja schon zermatscht gesehen. Dann verliert ja gar keine Energie hier. Ein bisschen Energie aus den Dingern wäre echt mal nice. Also, das finde ich gerade tatsächlich ganz doof, dass es in Rollen deswegen gar keine Energie rauskommt. Und das... Alter. Oh, Junge. Du machst das aber auch spannend. Nicht schlecht, Fox. Oh, Junge, Junge. Alter, ich schaff den noch. Junge, Alter. Oh, da kam ein Ring, hast du gerade gesehen? Da war gerade ein Ring. Toll, Wollen die jetzt einfach kam ein verarschen? Ring oder was? Geschafft, Fox. Du bist ein Naturtalent. Ja, war das so der schafft, knapp, ja. war das so knapp. Guck mal, du kannst den Strich kaum noch sehen, den der Strichenergie, den ich da habe. Ich war skeptisch, Junge. aber deine Bastelei hat sich ausgezahlt, Slippy. Und jetzt fliege ich jetzt gegen das Ding dagegen und bin kaputt. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt so irgendwo nur streift, säuft er ab. Im Leben nicht. Ich lass meine Laser für mich sprechen. Beschäftigen Sie den Feind noch etwas länger, General. Wir gehen da runter und räumen mal ordentlich auf. Okay, jetzt habe ich keine Option mehr. Nee, hast du ja auch nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob du das schaffst. Das war die Mission mit diesem Bio-Viech am Ende dann, ne? Nein, mit dem U-Boot. Was war nochmal ein U-Boot? Ja, also du, nee, der Endboss ist ein U-Boot, der ab und zu mal abtaucht. Ja, der meine ich. Hier ist es vor allem wichtig, dass du alle Laternen erwischst. Okay. Suchscheinwerfer, lasst euch nicht entdecken. Da sind sie, die Scheinwerfer. Pusten wir ihnen das Licht aus. Aber ich muss sagen, durch die schickere Grafik ist die Orientierung auch ein bisschen anders als da. Das ist also deine neue Crew. Magst du uns nicht Jetzt Design haben sie aber krass verändert. Vorsicht! Cat, Star Fox, Cat. Ich weiß, bei mir ist es ein bisschen zeitversetzt, das hilft dir nicht viel, aber Das kennen wir ja schon, das Spielchen. welche Seite? Ah, erwischt. Du hast noch erwischt, Alter, hast du Schwein. Flugbahn bestätigt. Nach Hallo, ich bin Julian. Was sind das für Fässer? Noch mehr? Oh, jetzt kommt der Boss. Vorsicht, fliegt nicht so tief. Schieß drauf oder weicht aus! Laut Sensoren taucht da gleich was Großes auf. Das wird jetzt sehr lustig. Aber ich sag mal so, du wirst bald kein Bombenproblem mehr haben. Kopf zeigt den her! Ich will euch mal ein bisschen Respekt lehren. Hier wirst du auf jeden Fall eine Menge Bomben brauchen. Und den solltest du ausweichen. Analyse abgeschlossen. Schicke euch die Daten rüber. Die Kanonenkugeln kannst du abschießen, da kommen Bomben raus. Und das solltest du auch nicht machen. Was? Zielvorrichtung 10 Grad Steuerbord und Feuer! Reich aus. Sammel erstmal ein paar Bomben. Will ich nur ein paar Bomben sammeln? Und die brauchst du aber, du kannst ihn anders nämlich nicht schädigen. Bereit zum Auflauf! Alle Stationen bereit! Nein, mach das nicht. Das ist falsch. Das ist richtig, ich hab doch eine schon weggemacht. Nein, hast du nicht. Dann taucht er ab und holt's wieder hoch. Echt? Du musst zuerst deine Luftantennen, die oben sind, zerstören. Und das kannst du nur mit Bomben nicht. Erzähl doch kein Mumpitz. Weiß ich doch jetzt nicht mehr.
Hör doch mal auf mich, manchmal weiß ich, was ich sage. Okay, jetzt ist wenigstens wieder stabil. Jetzt habe ich den anderen Flügel auch verloren. Das ist auch eine Logik. Ziel auf die beiden Schlote. Er sagt aber Ziel auf das die Schlote. Habe ich doch auch gesagt. Und aus den Kanonenkugeln kriegst du jede Menge Bomben, die du brauchst, weil du die anders nämlich nicht beschädigen kannst. Was für eine Panz. Großartig, Fox. Weiter so. Dann kann ich mal untertauchen. So, und wenn er jetzt, kannst du auf die Dinger schießen, wenn er jetzt runtergeht und mit dem Kran versucht, die zu holen, Feuer auf den Kran. Mit Bomben. Doch gemacht. Auf den Kran in der Mitte. Achso. Sag das doch. Das sah nicht aus wie ein Kran. Wie gesagt, den kannst du nur mit Bomben schädigen. Und deswegen kriegst du auch bei jeder Kanonenkugel eine Bombe, weil das anders halt leider nicht geht. Das ist ein Energie wäre nochmal schön. Jetzt kann er es nämlich nicht mehr hochholen. Aber ich fürchte, du wirst bald drauf gehen, weil jetzt rastet er nämlich richtig aus. Ich glaube auch. Bombe! Alter, was ist das spannend! Alter! Oh. Ja, weil der nicht auf mich hört, Sonne! Ich gebe den schon Hinweise, ohne dass er dafür irgendwelche Kanalpunkte einlösen muss, und er hört nicht auf mich! Ich höre da schon drauf, aber das ist, ich war mit meinem Energiemanagement beschäftigt. Information. Statusbericht? Die Brühe da unten war echt abscheulich. Das Problem ist, dass ich versuche selber noch mich dran zu erinnern. Scheiße, wie war denn das damals nochmal? Deswegen sag ich's dir doch extra. Da hast du mich doch engagiert, dachte ich. Und verduftet. Oh. Ich hab dich engagiert, dass du auch mal was zu lachen hast. Oh, meine Pumpe. Diesmal alles beschädigt, sehr gut. Gar nichts mehr heile. 0%. Ich wäre eigentlich schon tot gewesen. Alter. Ja, läuft doch. Genutzte Bomben 18. Aufklärungsbericht steht im Holoviewer bereit. Gott, ich vertrag das nicht mehr. Es besteht also die Chance, Andros zu überrumpeln, General. Die sollten wir ergreifen. Die Einstellung gefällt mir, Fox. Allerdings müsst ihr erst Sektor Z passieren. Okay, Z kommt zuerst. Trümmerfeld. Seid also vorsichtig. Wenn der Great Fox in Sektor Z etwas zustößt, müsst ihr die unbequeme Route nach Venom nehmen. Wir sind Profis. Lackschäden sind einkalkuliert. Wir melden uns. Wir kämen mit Sektor Z sicherlich klar, Fox, aber es gäbe da noch eine Option. Wir sind in Angriffsreichweite von Macbeth, dem Industriezentrum von Andros Kriegsmaschinerie. Slippy? Ich habe ihr Netzwerk gehackt, um Schwachstellen in der Nachschublinie zu finden. Wir müssen nur einen Zug abfangen, dann gibt's keine Waffen mehr aus Macbeth. Wir könnten den Zug natürlich direkt angreifen. Andererseits scheint der Schienenweg von insgesamt 8 Zugsignalen gesichert zu sein. Wenn wir sie alle abschießen, könnten wir den Zug einfach umleiten und den feindlichen Nachschub noch stärker stören. Es wird schwierig sein für die A-Wings, das Ziel durch solches Terrain zu verfolgen. Aber irgendwas sagt mir, dass du schon einen Plan hast. Richtig geraten, Fox. Mochtest du die Blue Marine? Dann wirst du meinen Landfahrzeug-Prototyp lieben. Ich nenne ihn den Landmaster. Ich hoffe, ich habe mich verhört. Wir sind Piloten. Wir fahren nicht, wir fliegen. Komm schon, Fox. Vergnügen wir uns mit dem Weltraumschrott in Sektor Z. Wenn du es beides verkackst, dann geht's nach Bolse. Ich will Panzer fahren. Ja, es ist auch so. Was? Tüdelü? Keim am Pumpen. Anscheinend hast du recht entspannt da gesessen und ich habe hier einen Herzinfarkt gekriegt. Ja, hat man noch genug Leben. Ich sehe das auch nicht so ernst jetzt hier. Die Displayanzeige sagt ja 9%, also nicht die Definition von genug Leben. Ah, stimmt ja. Cat hilft dir bei ein paar der Signalen, weil du über Zonus gekommen bist. Ich folge einfach der Spur des Chaos, die ihr hinterlasst. Schöne Antwort. Richtig doch. Chaos. Wäre kein Chaos, wenn die nicht dabei
Ja, das bestätige ich. Meine Pumpe wird es viel besser gehen. Oh, da war es auch mit der Hitbox großzügig. Ich kann mit dem Zug ganz gut mithalten. 50 waren, aber hier wusste ich es nicht mehr genau. Fliegen kann er nicht, U-Boot fahren kann er nicht, Panzer fahren kann er nicht. Der G-Diffuser war leer. Ja, schieb's auf den armen G-Diffuser, der macht auch nur das, was du von ihm verlangst. Guck mal, Checkpoint habe ich mitgenommen, aber gibt echt viel Energie. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Weiter nach unten schießen. Alter, du hast nicht mal ein Tor verfehlt. Und das ist hier nichts Gutes. Apfel! Oh, ich glaube, bald kommen die... Ja, jetzt kommen die Weichen. Ich übernehme das linke und du nimmst rechts. Fick dich doch, ich bleib doch alleine hin. Solltest jede Hilfe dankbar sein. Sogar das Ding einsetzen muss. Ihr lernt Oh, Alter, gegen feste Gegenstände hast Ich du hab was, ne? Ich hab auf was anderes geguckt. nur nicht schüchtern sein. Komm ruhig näher. Ist das schon aktiviert gewesen? Ja, ne? Ja, den hat Cat abgeschossen. Ich schicke die 6. Daten gerade rüber. Oh, Alter. Junge, ich wollte Rolle machen. Ich kümmere mich um das Rechte. Dank mir später. Die Zugsignale Ich sind sehe gar keins. deaktiviert. Schieß auf den Jetzt hast du es in der Mitte, da, rechts. Volle Kraft voraus. Feuer! Oh, hoch! Das ist unsere Chance. Wissen wir, General. Wir haben schon Kurs auf Venom genommen. Seid vorsichtig, Fox. Zwar könnte euch ein Überraschungsangriff gelingen, doch zuerst müsst ihr Venoms Orbitalabwehr durchbrechen. Silberpulse oder Für Area mich gilt 6? von jetzt an absolute Funkstille. Die Gott sei Gefahr Dank. ist zu groß, dass unsere Kommunikation abgefangen wird. Viel Glück auf dem finalen Mach's gut, Arthur. Vorstoß. Wahl. Dass wir kommen. Wenn wir ihn dann endlich erreichen, weiß er längst Bescheid. Was ist denn hiermit? Wir könnten Bowles umgehen, wenn wir diese Route nehmen. Area 6? Naja, ich sehe eine Menge Feindbewegung in der Region. Das ist der tödlichste Fleck im ganzen System, Fox. Ein Ja. eiserner Dann werd ich vielleicht mal sterben, um wa? jegliches Vorrücken auf Venom zu vereiteln. Klingt doch super. Andros rechnet nie im Leben damit, dass wir dort einfallen. Also ich habe das auch nicht so schwer in Erinnerung damals vom Nintendo 64. Weil da war die Framerate ja irgendwie auf 20 oder so oder auf 30 maximal begrenzt. Ich glaube 30 war das. Und man merkt echt schon den Unterschied. So, wir gehen natürlich über Area 6. Gott, steh uns bei. Allein schon, weil ich keinen Bock habe, in Venom hinterher das ganze Level zu machen, sondern ich will nur einen Luftkampf in Venom machen. Du weißt aber schon, was auf Venom 2 kommt. Star Wolf und Cayman meldet. Alles Roger. Cayman. Schnauze! Der Cayman meldet! Alle Truppen sofort zur Verteidigung. Zu spät. Ich habe einen neuen Avatar für Geheim. Der Cayman. Nein! Wenn das Wichtel gesehen hätte, du könntest jetzt wochenlang auf der Arbeit nichts an. Wirst auch du versagen. Oh, Vogel! Das Vieh ist eklig. Schöne. Alter! Den Angriff haben sie aber richtig neu designt. Aber den auch leichter zum Abschießen gemacht. Früher hat er viel mehr ausgehalten. Alter, wenn das der normale Modus ist, dann platzt der die Gegner gleich beim Angucken oder wie beim leichten Modus. Ja, meine Güte. Ja, aber ich glaube, hier brauchtest du, ich würde sagen, 300. Hier ist das ein ganz anderer. Aber ich muss sagen, dass du schon so viele erreicht hast. Das ist schon Respekt. Ja, allein durch die Minen am Anfang, wenn man die halt nicht vergessen hat. Aber die Medaille kriegst du, glaube ich, trotzdem nicht, weil Peppy abgeschossen wurde. Ist mir egal. Okay, du schaffst die 300 sowieso nicht. Ah, kriegst du eh nicht. Hast du recht. Bist auch ausgegraut, weil Peppy tot. Ja, aber du kriegst eh keine Medaille. Schaffst Ich du nicht höre mehr. keinen Ton vom Spiel mehr, sagt sie. Doch, der ist da. Das geht Also ich mit dir höre noch Ton. Er wird auch übertragen. Laut OBS. Orgon. Schieß auf die Kugeln. Ja, das wusste ich. Bei dem weiß ich das noch.
Jetzt kommt doch gleich dieser Superstrahl, ne? Nee, noch nicht. Oh. Erstmal musst du den Tentakels ausweichen, beziehungsweise sie abschießen. Dadurch das Zielen ein bisschen hakelig werden. Es ist tatsächlich, das ist tatsächlich echt, ich finde den gerade mit der Steuerung echt hart. Sehr schön. Es ist so schön, dass da Energie freischalten, aber du musst erstmal dazu kommen, die Energie überhaupt einzusammeln von den Viechern, ey. Ich muss sagen, die Raketen machen verhältnismäßig wenig Schaden. Da gibt's auch zigtausend. Alter, dafür gibt's gar kein Ende mit den Viechern hier. Wir sind fast da. Hallo? Was muss ich denn noch abschießen hier? Danke. Das große Finale. Jetzt wird das Schild. Einmal noch. Eine Phase noch. Oh, Alter, macht der Schaden, ey. Ja, okay, da haben sie anscheinend auch den Schaden ausgeglichen. Ja, voll Energie. Hilft mir aber nicht, welche Einfachlaser noch. Diese Irren haben ja vor gar nichts Angst. Setzt die Gorgon ein. Sir, sind Sie sicher? Den Namen haben sie, glaube ich, damals nicht gesagt. Nee, den haben sie nicht gesagt, nein. Also, wir müssen das einsetzen. Keine Chance. Echt keine Chance. Normalerweise weicht man den auch aus. Ja, dann kriegst du ja gar keine Energie mehr. Ja, aber wenn du nicht getroffen wirst, verlierst du auch keine. Nee, Feierabend. Also wird nichts. Diese Irren haben ja vor gar nichts Angst. Setzt die Gorgon ein. Sir, sind Sie sicher? Sofort! Das ist ein Befehl! Was hilft denn aber nichts, wenn du in die Schiffe fliegst? Es ist tatsächlich, wenn man sich auf so viele Dinge gleichzeitig konzentrieren muss, echt schwierig. Toll, jetzt schickt er Bomben. Ich wollte volle Energie haben. Drecksack. Jetzt doch noch die letzte Linie! Diese Irren haben ja vor gar nichts Angst. Setzt die Gorgon ein! Sir, sind Sie sicher? Sofort! Das ist ein Befehl! Aber das ist zumindest Zwillingslaser. Feind voraus. Oder nicht. Mal ist er da, mal nicht. Komm schon, Venom liegt genau vor uns. Das hilft aber nicht, wenn die Drecksarme trotzdem Schaden machen, wie verflucht. Ich weiß leider nicht, wie ich das beschreiben soll, wie man am besten ausweicht, weil ich mach's einfach. Daten analysieren. Das kann man hier nicht so. Es war früher auch einfacher, den Dingern auszuweichen. Das Problem ist dann, die Dinger auch noch zu treffen. Nein! Zählt noch. Ah, nein! jetzt kaputt. Ausweichen! Meine Fresse. Oh, diese Drecksviecher. Ich schaff das nicht mehr. Das schaffst du! Trust your Ich schaff das instincts! nicht mehr. Luke! Oh, Vertraue an die Macht! Meine Fresse! Ich gebe euch auf ihn Zäpfchen! also diese arme Treffen ist... Oh, Alter, ey. Diese arme Treffen, das haben sie echt unfassbar fies gemacht. Nein! Sie sind durch die erste Linie. Das haben die so fies gemacht mit diesen scheiß Armen von dem Vieh. Also es wundert mich nicht, dass die Leute sich da schon im Internet drüber beschwert haben. Das ist vielleicht manchmal auch gar nicht so gut, solche Spiele direkt nach Release zu spielen. Die feindliche Armada. Lassen wir... Ja, weil der Arm hat direkt meinen Dings kaputt gemacht, meinen Flügel, der Sack. Der hat mich einmal getroffen. Das war aber nicht nur der Arm, du wurdest auch vorher auch von Raketen getroffen. Das schwächt ja auch deine Flügel. Jetzt kommt der Laser schon? Ja, du hast die erste Phase übersprungen gehabt, hab ich doch gesagt. Weil dass du gleich am Anfang alle 3 Kugeln erwischt hast. Ja, habe ich wirklich. Und dann kann ich nicht mehr behaupten, ob ich es besser machen kann. Und zumindest nicht bei der Version des Spiels. Ah, komm. Es ist leichter gesagt als getan. Ich weiß. Weil ich muss den Dingern ausweichen und muss die gleichzeitig treffen. Und muss hoffen, dass da irgendwie zufällig mal irgendwie einer von meinen Schüssen sitzt, weil du kannst da nirgends anvisieren oder so ein Dreck. Sie sind durch die erste Linie. Ich hab keinen Bock mehr.
Alter, ist das eine Scheiße. Das haben sie wirklich... Also der Boss, den haben sie echt verkackt. Und das nur wegen diesen Armen. Das ist das Schlimmste von allen, bei dem Viech jetzt gerade. Das ist wirklich gerade das Schlimmste, dass du diese Arme einfach nicht treffen kannst. Zweite Linie durchbrochen. Die Great Fox gibt euch Deckung. Feuer! Was? Er bepisst sich. Lasst sie nicht durch! Gleich echt eine andere Route. Ja, das ist also ohne Witz. Ey. Ich muss aber auch sagen, bei so vielen Passagen fliegst du einfach Stuhl geradeaus und wirst von allen Seiten getroffen. Also das ist, weil ich mich auch auf hier so viele Dinge konzentrieren muss, weil es so schnell geht. Also das Tempo, wo du allein durch das Level fliegst, das ist bestimmt doppelt so hoch wie früher. Dreh sonst durch hier, nicht die Misse. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber ich kann ja gar nicht wechseln. Weil so warum kann ich denn jetzt nicht mehr wechseln? Können wir nochmal auf B zurück, vielleicht da? Dann kann ich nur die Kampagne beenden. Oh na. Ach du Scheiße. Ja, es ist, da du das ausgewählt hast, ist es jetzt fest. Ja. Area 6 ist gelockt. Kannst das. Ja, du kannst nicht mehr wechseln. Dadurch, dass du es ausgewählt hast, ist das jetzt das fix. Das ist doch kacke. Das finde ich jetzt kacke. Das finde ich kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich jetzt eigentlich nur hoffen, dass ich in dem besten Zustand, den man so haben kann, durch den Checkpoint komme. Oh. Ja. Obwohl, das bringt ja auch nicht unbedingt, weil im Checkpoint startest du immer mit voller Energie den letzten goldenen Ring, die du halt hast, und den normalen Laser. Der Checkpoint ist kein Speicherpunkt, dass du in dem Zustand da bist, in dem du durchgeflogen bist. So funktioniert das hier nicht. Hat jetzt auch ein extra Leben gegeben. Die feindliche Armada. Lassen wir es krachen. Ich will keine extra Leben haben. Ich will noch einen Laser haben oder sowas. Die Great Fox gibt euch Deckung. Feuer! Oh, diese scheiß Raketen, ne? Angriff! Lasst sie nicht durch! Das Rückgeld wird an der Kasse ausgezahlt. Bei einem Automaten gibt es nur den Bon. Wir sind fast. Danke. Das große Finale will ich ungern. Könnt ihr jetzt heute aufhören, über meine Arbeit zu sprechen? Ich habe hier andere Sorgen. Gib mir jetzt bitte einen Laser. Oh, ne, ich will keine Bombe haben, ich will einen Laser haben. Ich wollte den Hyperlaser haben. Jetzt doch noch die letzte Linie! Diese Irren haben ja vor gar nichts Angst! Setzt die Gorgon ein! So, jetzt bin ich aber hier mit voller Energie. Sofort! Das ist Und Zwillingslaser. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann... Hey, Luga LP. Das Protokoll. Guckt auf eure Bildschirme. Weich aus! Es ist echt Du schwierig. musst auf der Stelle stehen. Ich konnte so schnell gar nicht schalten, wie der losgelegt hat, der scheiß Arm. Eine wichtige Regel: Pilotensitz fliegt niemals mehr als eine Sekunde nur geradeaus. Du riechst hier mit einem pensionierten Hobbypiloten. Das drehe ich hier gerade voll durch. Ich brauche mehr Informationen. Oh, Alter. Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Alter, es ist nicht zu schaffen. Konzentriere dich doch einfach aufs Ausweichen und nicht unbedingt, um die zu treffen. Ich muss ja beides machen, du Scherzkeks. Ich muss ja, während ich ausweiche, den treffen. Das ist ja das Problem. Ja, aber Überleben ist aktuell wichtiger. Nee. Das ist ja beides wichtig. Das ist ja mein Hauptproblem. Ich muss beides machen, gleichzeitig. Ich kann jetzt nur hoffen, dass der Einfachlaser, dass der so lange hält, bevor das Ding zugeht. Oh, der trifft. Nee, keine Chance. Der Einfachlaser, der macht gar keinen Schaden mehr jetzt. Was jetzt? Jetzt in die Mitte. Weiter, 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 weiter. Heilige Mutter Gottes. Oh.
Heilige Mutter Gottes, ey. Andros Spielzeug zu zerstören. Bereithalten, Team. Wir nähern uns Venoms Luftraum. Also da müsste ich jetzt auch ganz böse Kritik an Nintendo loswerden. Das war, also das Vieh war echt heftig. Und ich garantiere dir, da werden sie nochmal ein Update nachschieben, dann nochmal nachbessern. Hoffentlich. Ein neuer Aufklärungsbericht Garantiert dir. steht im Holoviewer bereit. Oh, mein Herz. Mit unseren neuen Schiffen werden wir euch zerfetzen. Ich habe nicht mal die alten Schiffe gesehen, ihr Affen. Deine Pleite nicht miterleben kann. Ja, du wolltest ja auch nur gleich die schwere Route fahren. Fliegen, gegenfliegen, mach such dir was aus. Ihr seid hier Das nicht wäre jetzt, Du kannst auch einfach rollen. das bringt hier nicht viel. Doch, mit der Fassrolle wärst du die Laser, die auf dich feuern habt. Ja, die überlebst du schon mal viel Fassrolle besser. funktioniert aber nur in dem Moment, wo der grüne, wo der blaue Rand zu sehen ist. Das ist nicht so wie früher. Früher war das quasi durchgehend, da warst du quasi unverwundbar. Siehst du, hier, ich mach und werde trotzdem getroffen. Weil das wirklich nur ist, wenn dieser Wirbel zu sehen ist. Junge! Wir haben da echt eine Schippe draufgepackt, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Am Anfang hieß es noch, dass viele gemeckert haben, es wäre zu leicht. mit unseren neuen Schiffen Okay. werden wir euch zerfetzen. Schade, dass dein Vater deine Pleite nicht miterleben kann. Hinter dir. Ich will den Nachschub, wir wissen, wo der Nachschub ist. Grauer Punkt auf dem Radar. Ja. Erst mal hinkommen, ohne zu sterben. Jetzt hab ich dich. Ich fass es nicht. Oh, ich glaub's ja nicht, ey. Genau, mit der Steuerung ist, mit der erhöhten FPS, da will ich jetzt nicht zu vorschnell urteilen. Oh, Junge. Ja, das Schlimme ist auch, dass ich halt immer einen am Arsch hängen habe. Hab keine Chance. Bloß nicht zu übermütig, Stark. Dass es so einfach ist, ist definitiv nicht. Zumindest nicht auf der Route. Schiffen werden wir euch zerfetzen. Schade. Wer hält mit mir mit? Diese neuen Schiffe. Ja, Der gibt nicht er hat auf. aber auch vorher wieder extrem krass beim Area 6 Boss Probleme gehabt. Hat ja keiner Dadurch ist gesehen. halt- Sind ja alle nur im Lurk. Nee, ich glaube, die gucken schon Aktien zu und ich glaube, Sonne liegt am Boden vor Lachen. Aber auf die Tatsache, was für Rammel ich hier kriege. Weil ich fliege in Gedanken mit, aber ich mache ganz andere Manöver. Mal mit etwas Teamwork. Ja, hättest du dir mal eine Switch 2 gekauft, dann könntest du jetzt im Koop mitspielen. Ja, aber leider nur als Pilot oder Kanonier. Nee, gibt ja auch einen Koop. Ja, aber als Pilot oder Kanonier, wir können nicht zu zweit wir können nicht zu zweit fliegen. Das weiß ich nicht. Nee, der Koop ist einer fliegt, einer schießt. Das ist der Koop. Und schießen muss man mit dem Maut jeden abgeschossenen Star Fox-Mitglied ein Item. Da müsste eigentlich ein Stern, zumindest auch früher. Das ist echt schwer. Ich hoffe wenigstens Andros ist nicht so einfach wie früher, aber ich befürchte, den haben sie auch deutlich schwerer gemacht. Schießt ihr mich ab, verzeiht euch der Kaiser das nie. Kaiser ist tot, lang lebe der König. Du bist aber hart. Fliegt mir doch nicht vor die Nase, du Affe. Kratz die Kurve. Lass mich in Ruhe. Das wird auch nicht einfach durch diese scheiß Säulen hier umstellen. Die abschießen Ja, die könnte sind echt, wenigstens. die sind nervig. Oh, ach, der bleibt liegen, ne? Ja, aber nicht ewig. Alter, du hast ihn erwischt. Glaub's ruhig. Wie hast du das jetzt gemacht? Was? Du hast Wolf erwischt. Echt? Ist nur noch einer, nur noch einer übrig. Gegengeflogen. Würde ich jetzt sagen. Jetzt schnappt ihr das Schwein. Nee, stand erstmal was anderes. So gleich. Das ist aus. Oh, Alter.
Die sind ja mit Absicht platziert. Nee, der ist da raus. Die landen da, wo die Schiffe abgestürzt sind. Also, ja, weiß es alles nicht mehr. Ein Kaiser. Alter, das ist verdammt, also, boah, ist das schnell. Also die haben ja echt 2 Sekunden Zeit gelassen zwischen den 2 Phasen. Ausweichen und gleich einsaugen von dem. Hm? Ja, ist nicht abgerutscht. Früher hat doch einmal ein Rückwärtsschublocker ausgereicht. Junge, okay, das haben die schon schwer gemacht, ey. Das haben die aber wirklich schwerer gemacht. Ey, du musst da echt direkt nach dem Ausweichen von der Hand. Bist du auch die schwere Route geflogen oder die leichte? Weil das hier ist der Real Andros. Ich hätte nicht gleich die schwere nehmen sollen. Weil es gibt halt 2 Versionen von diesem Boss, je nachdem welche Route du nimmst. Onkel kann über... Vorsicht, nicht zu dich ranfliegen. Gegenfliegen ist ja äußerst tückisch, dann kommst du in seine Tentakel und verlierst wieder deine Flügel. Ich habe wieder Flügel? Nicht so nah ran. Nee. Vorsicht, nicht so dicht. Achte auf dein Radar, wo der ist. Ja, aber wie soll ich den denn von hinten erwischen? Aus den Fehlern deines Vaters hast du nichts gelernt. Ich lerne generell nicht. Nicht so dicht, nicht so dicht. Gut, vielleicht nicht gut. Wie gesagt, die Tentakeln sind böse. Ja, das ist weiß ich nicht weiß. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie den mal von hinten erwischen. Aber geschossen hat er früher nicht, oder? Nee. Da. Okay, die haben das Unterhirn etwas... Ja, nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Oh, er ist immer zu dir gewendet. Man muss aber auch sagen, im Originalspiel, auch in der 3DS-Version, Vorsicht, hast jetzt aber ein paar Treffer gelandet. Mach die Methode von Sonne, du hast jede Menge Zeit. Habe ich das? Ja. Ich meine, es werden vielleicht nur weitere Bewohner von Corneria draufgehen, weil seine Armee nicht besiegt wird, aber hey, du hast jede Menge Zeit. Er dreht sich immer direkt in deiner Richtung. Es ist im Original aber auch großteils so gewesen. Ich allein habe genug Hirn, um über das Lyle-System zu herrschen. Alles klar, ich weiß jetzt, wie du das machen kannst. Ja, ich hab's auch gesehen. Du musst ihn erstmal ganz normal von vorne treffen, dann teleportiert er sich und dann musst du dich gleich in die Richtung bewegen. Vorsicht, Vorsicht, sonst bringe ich dich um. Ja, das sollte aber das kleinste Problem sein. Ich kriege hoffentlich noch mal wieder ein bisschen Energie, um rauszukommen, oder nicht? Befürchte ich leider nicht. Geh niemals auf, mein Sohn. Vater? Folge mir, Fox. Tu mir bitte eingefallen. Fliege nicht gegen eine verfickte Wand! Ah! So schnell konnte ich jetzt nicht reagieren. So, jetzt aber! Also er ist halt quasi direkt abgesackt. Hier kommt ja eigentlich auch nichts mehr, wo du großartig gegenfliegen kannst. Du musst ihm ja nur noch hinterherfliegen. Da gibt's Wände. Und Wände sind nicht deine Freunde, das habe ich gelernt. Oder sagen wir, feste Gegenstände sind nicht deine Freunde. Ey, ich habe die schwere Route geschafft. Ja, jetzt mir. Alter, bitte, hast du's? Hast du's endlich? Ja. Oh, Himmelgott in Jesus, er hat's geschafft! Oh. Oder? Ja. Ja. Du, im dreidimensionalen Raum ist eine Wand mit einem fester Gegenstand, egal ob sie oben und links oder rechts ist. Wand ist Wand. Ja, das ist hier gar nicht so einfach. Weil der Controller recht weich ist. Also,
Ich brauche was Die trinken. Steuerung auf N64 früher, die war ein bisschen schwergängiger. Danke für die GGs. Ich hab selber nicht mehr dran geglaubt. Weil da wissen sie eigentlich nicht, dass sie den Gefälschten besiegt haben. Aber zumindest sehen wir gleich insgesamt das gute Ende. Beziehungsweise wer weiß, was sie hier für Unterschiede gemacht Ist haben. mal, Toni, der Fuchs ist nicht dick, der Hase ist dick. Der Rammler. Wir haben uns heute hier versammelt, Star Fox, um euren unschätzbaren Einsatz in diesem Krieg zu ehren. Wir alle schulden euch ewigen Dank. Supi, aber auch nur ein Stück Blech. Benehmt euch bitte. Ist das Bill? Hi, Bill! Er hat sich nicht blicken lassen. Du hast deine Truppe zu Du hast ja auch den Independence Day ausgelassen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr euch den Streitkräften anschließt. Was sagst du? Nichts für ungut, General. Aber wir bleiben lieber Das sind Tiere, unabhängig. Tun, die haben Fell. Natürlich sind die plüschig, abgesehen vom Frosch. Expertenmodus, nee, Ding. Nee, Expertenmodus, das hätte erstmal alle Medaillen Ich wollte gerade sagen, sammeln aber nicht müssen. eine Medaille gekriegt. Und da musst du ja von allen Planeten alle Medaillen sammeln. Ist einfach tot jetzt. Ah, jetzt kommt. Ich höre was. Ah, jetzt kommt. Bewertung. Ich habe kein Continue gebraucht. Jetzt gibt's an General Pepper Guck die mal, Rechnung. bis Macbeth war doch alles fein. Ja. Und dann kam Area 6 hat dich gebrochen. Da gibt's doch die gute alte Rechnung. Ja. Das 64. ist ja mal ein Sümmchen. 64.256 SP. Was sind denn SP? Keine Ahnung, vielleicht. Frage. Sternpunkte, Sternen, keine Ahnung. Starpoint Dollar. Na okay, die kennen wir ja. Aber jetzt bin ich mal neugierig. Was bei den Medaillen jetzt steht. Ach, weil du. Achso, da steht, wenn du jede bisschen eine Medaille verdienst, wird der Expertenmodus für die Kampagne freigeschaltet. Jetzt geht's mal auf den Planeten. Ich will jetzt mal wissen, ob das jetzt wirklich. Ob das. Ob wir das denn sehen mit den. Genau. Ah, doch, siehst du einmal normal ein Experte. Schwierigkeitsgrad normal, Schwierigkeitsgrad Experte. Erziele 150 Punkte, beende die Mission mit allen Teamkollegen aktiv. Ja. Alternativ, achso. Rette Falco, fliege durch alle 7 Felsbögen, besiege den Attack Carrier. Das haben wir ja gemacht. Deswegen die Alternativroute kennen wir ja alle. Wir haben ja alle Alternativrouten eigentlich gemacht. Ja. Bei Aquas war es halt 120, nee, bei der Y war es 120 Treffer. Ach, 100 Punkte? 100? Ist ja nicht so 100? nichts. Waren das nicht früher 120? 100 Punkte und bei 150 hätte ich, fehlten auch immer nur so kurz davor. So, bei Aquas. Ja, da gibt es ja keine Alternative. Auch 150 Punkte. Auch knapp. Ja, Scheinwerfer gefunden werden oder nicht, ja. Zerstöre 250, alle 36 Suchscheinwerfer, ohne entdeckt zu werden. Das hast du ja geschafft. Man kann da entdeckt werden. Natürlich kannst du da entdeckt werden. Wenn du über die Suchscheinwerfer rüberfliegst, ne? Wenn du einen nicht zerstörst oder zu nah rankommst, bevor du ihn zerstörst. Obwohl das eine schon verdammt knapp war. 150 das hast du auch auch wieder geschafft. knapp davor. Aktiviere alle 8 Zusignale, das haben wir ja gemacht. Area 6. Ja, 300 war's 300. Ja. Das war nicht ganz so knapp. Venom 2. Erziele 200 Punkte. Wie willst du denn da 200 Punkte kriegen? Eigentlich ist das ziemlich einfach und das ist auch ein bisschen irritierend, weil eigentlich bekommst du für jedes Abschuss eines Starwolves-Mitglieds eigentlich ein plus 50. Zumindest war das. Das kann ja nicht sein, weil ich habe ja alle 4 Aber abgeschossen. du hast bei dem einen Abschuss nur ein plus 20 bekommen und bei den anderen hast du weniger Abschüsse bekommen. Also ich weiß nicht, woran das da gekoppelt ist. Das kann ich dir auch nicht sagen.
Weil eigentlich ist auf dem Planeten die Medaille zu kriegen mit am leichtesten, wenn du es normal durchspielst. Ja gut, es scheitert ja schon daran, dass ich nicht mit allen Teamkollegen angekommen bin. Das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem soll man folgen. Besiege alle 3 krabbenartigen Kani. So, dann hier mein Lieblingsplanet, Macbeth. Ja, mit den meisten Explosionen. Verwende den weichen Hebel, um den endlosen Zug umzuleiten. Besiege 25 fliegende Gegner, erziele 120 Punkte, sammle 5 Goldringe ein. Besiege den Macbeth. Nicht den Macbeth, sondern den Macbeth. Im direkten Kampf, ohne von seinem Schwanz gepackt zu werden, rette 5-mal ein Teammitglied vor seinen Verfolgern. Und deswegen kommen die da so häufig. So, jetzt kommt's. Area 6, zerstöre 50 Minen. Gut, okay, hab ich schon 2 gezielte Bomben und fertig. Zerstöre alle 5 Ninjin-Raketen der ersten Salve. Zerstöre alle 3 Arme, bevor die Gorgon unsichtbar wird. Erreiche die Gorgon mit Schild und Laser auf höchster Stufe. Vernichte einen Kreuzer der Ceram-Klasse mittels einer Bombe. Schieße die Mission ab, ohne dass ein Teamkollege sich zurückzieht. Ihr seid ja lustig. So, und Venom 2. Besiege Pigma als ersten. Besiege alle 4 Teammitglieder von Team Starwolf, ohne dass eines deiner Teammitglieder sich zurückziehen muss. Sammle alle 4 Versorgungsringe ein, die besiegte Wolfen 2 Jäger hinterlassen. Sammle im Tunnel vor Andros ein One-Up ein. Besiege beide schwebenden Augäpfel von Andros mit Bomben. Besiege Andros wahre Gestalt, ohne dich von seinen Tentakeln greifen zu lassen. Ja, das spätestens daran. Also nee, also in der Mission in der Mission vorhin konntest du sie auch anvisieren, aber sie haben sich halt per Looping bzw. per Fassrolle haben sie den aufgeladenen Schuss abgewehrt. Deswegen hat das. Deine Ausbildung. Ja, die Ausbildung hat nicht gesagt, dass er nicht gegen feste Gegenstände fliegen soll. Nee, stimmt, hat er nicht gesagt. Schon kaputt geht. Ein bodenbasierter Mech. Der war das, ja. Was ist das? Ein Schwarm kleiner Schmeißfliegen? Es wird mir Spaß machen, euch zu zerquetschen. Slippy, wo bleibt die Diagnose? Feindliche Schilde werden analysiert. Aber es ist noch, wie man ihn am besten platt macht. Gehört Andros. Dann musst du eigentlich erst auf die Beine schießen, ne? Und damit er erstmal umfällt, ja. Das hat weh. Anscheinend auch mit Bomben, weil... Nee, nicht mit Bomben. Das hast du den Standardlaser, deswegen machst du gar nicht sehr viel Schaden. Doch, mit Bomben. Das ist das. Also früher hast du dafür keine Bomben gebraucht. Nee, aber jetzt haben sie es gerne. Was habt ihr getan? Das war schon. Ich Ja. hab total versagt. Ja, ist ja easy. Das ist der erste Boss. Natürlich ist der easy. Statusbericht aller Piloten. Der Mech sah stark aus, aber für uns ein Kinderspiel. Es war wie damals Tut mir an der der Arsch Seite deines Vaters. Bin nicht. Im Luftkampf kommen wir gerade noch zurecht, General. Manche besser als andere. Das ist unsere härteste Mission bisher. Um das zu schaffen, müssen wir ein Team werden. Ein echtes Team. Kein Problem, uns fehlt nur noch ein echter Anführer. Auf eurem Weg quer durch das System liegt auch das Meteo-Asteroidenfeld. Berichten zufolge könnte Andros Armee das Feld als Aufmarschgebiet für die Invasion genutzt haben. Haltet die Augen auf, Star Fox. Wenn sich zwischen den Asteroiden noch Feinde verstecken, solltet ihr kurzen Prozess mit ihnen machen. Das kriegen wir hin. Unsere Scans zeigen eine unidentifizierbare Energie im Inneren des Asteroidenfelds. Das würde ich mir gern ansehen. Das könnte heißen, Meteo ist gefährlicher, als es den Anschein hat. Und wo genau ist das Problem? Ah, ja. Jetzt schreibst du auf. Guck mal, je schneller du einen Bossgegner besiegst, desto mehr Punkte werden dir dafür gut geschrieben. Das ist auch neu. Früher war die Zeit vollkommen egal. Das stimmt. Deswegen hast du wohl bei dem Endboss in Area 6 nur eine +2 gekriegt. Ja, weil ich so ewig lange dafür gebraucht habe. Hm. Und Star Wars wahrscheinlich genauso. Das könnte sein. Alter, dann ist das ja echt garstig. Das ist dann richtig garstig, wenn die den auch relativ schnell besiegen.
Ein Asteroidenfeld so dicht an einem anderen Planeten, ich weiß ja nicht. Pass auf! Flieg mir nicht vor die Nase, du Affe. Das sind Steine, die fest sind. Meine Schnurrhaare zucken. Irgendwas ist faul. Och man, die haben den klassischen Satz rausgenommen. It's quiet. Too quiet. Oh, Junge. Ja, ausweichen ist immer noch nicht seine Stärke. Zielt auf ihre Köpfe! Junge. Also die kamen im Original kamen sie nur von hinten. Ach so, ja, okay, stimmt. Ja, das zu erklären dürfte eine Weile dauern. Da gebe ich dir recht. Was erklären? Was mit Toni nicht stimmt. Was mit Toni Also nicht stimmt? dass Toni erklärt, was mit ihr nicht stimmt. Ja, das dauert. Die Liste ist länger. Aber das läuft bei uns allen so. Das wurmt sich jetzt, ne? Das wurmt mich jetzt, ja. Du verlierst nicht mal Leben. Zufolge waren diese Asteroiden mal ein Planet. Früher hat man noch immer ein Leben eingebüßt, wenn man Level noch von vorne angefangen hat. Wenn der Krieg nicht bald endet, wird ganz Leile. Das ist ja fast wie Cheaten. Merkst du, es läuft scheiße, machst du Neustart und dann hoffst du, dass es besser läuft. Rückgedrängt. Unsere Verstärkung wird nicht rechtzeitig eintreffen. Aber da ihr dieses Wurmloch entdeckt habt, könnt ihr schnell zu Hilfe eilen. Und Ficina? Was fährt Andros, ein abgelegener Vorposten in so einer lebensfeindlichen Eiswüste? Der Zweck unserer Basis auf Ficina ist streng geheim. Ihr müsst nur wissen, dass auch sie für den Krieg von zentraler Bedeutung ist und akut bedroht wird. Ich weiß, dass Star Fox nicht an 2 Orten gleichzeitig sein kann. Die Entscheidung liegt bei euch. Auf Ficina werden die Militärgeheimnisse von Corneria verwahrt. Wenn diese in die falschen Hände geraten, ist die ganze Operation des Generals in Gefahr. Andererseits sind auf Katina eine Menge Truppen stationiert, Fox. Auch sie brauchen unsere Hilfe. Die Rettung einer der Basen könnte das Blatt wenden. Folge deinem Instinkt und entscheide. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, welche Mission welche war. Katina ist die mit Bill, wo du in Independence Day nachspielst. Ficina ist der Eisplanet mit der Basis in der Mitte, wo du zum ersten Mal auf das Starwolf-Team triffst und es innerhalb der Zeit besiegen musst, bevor die Basis Boom macht. Also, du bist ja wirklich die komplett schwere Route geflogen beim ersten Durchlauf. Ja, das habe ich gemerkt. Aber nur weil ich dachte, ja, also früher auf N64 war das auch gar nicht so schwer. Ihr hättest ja ein paar Ausweichrouten über leichtere Planeten machen können, solange du da die Spezialbedingungen erfüllst, hättest ja trotzdem wieder auf die schwere Route gehen können. Nee, du bist von der schweren Route abgewichen. Du hast ja, du hast ja Macbeth gemacht. Du hast den Sektor, Sektor X. Sektor Z hast du ja ausgelassen. Ja, weil ich über Macbeth gegangen bin, ja. Junge. Da ist doch die Hyperlaser. Zurück in den Teich, Fröschlein. Und sie können auch nur einen Looping fliegen. Mit den anderen Schiffen können sie 2. Hilf mir mal, Fox. Verzieh dich wieder unter deinen Gast. Ein bisschen Hilfe wäre nett. Jetzt hast du ihn. Unfassbar. Und den nächsten. Zeit für einen taktischen Rückzug. Und das war dein eigener. Ja, jetzt warst du gerade im Blutrausch. Das ist egal. Er ist mir vor die Nase geflogen. Zieh dich wieder unter deinen Stein. So hat keiner geholfen. Wieso hat keiner geholfen? Ah, leck mich doch. Bin beschäftigt. Das war er. Jetzt ist nur noch Leon übrig. Nur noch einer übrig. Ich hab sie beide getroffen. Ich übernehme die Bombe. Bin gleich zurück. Ich hab nur ein Teammitglied. Egal. Echt jetzt so? Ja. Nee, die fliegen doch beide noch. Echt? Oh, erstmal ausgestiegen.
Das ist neu. Fox, Statusbericht. Die Bombe ist Geschichte. Brechen wir auf, Jungs. Bestätigt. Bombe wurde entschärft. Ja. Gute Arbeit, Star Fox. Den einen hast du anscheinend nicht erwischt. Zum Glück. Natürlich war es der blöde Hase, Das ist tatsächlich mal Mumbelwesen. der sich abschießen lassen hat. Du hast ihn abgeschossen. Ist mir vor die Nase geflogen. Der fliegt mir immer vor die Nase, der blöde Hase. Hätte keine Medaille gegeben. Nee, hättest du 50 Punkte erreichen müssen. Ein neuer Echt? Es haben nur 4 gefehlt? steht im Holoviewer Ja. bereit. Also hier waren es, glaube ich, wirklich nur 50. Sehen wir gleich. Jo. Sehr gut. Die Basis auf Vicina ist wieder in unserer Hand. Fast hätte ich Starwolf gratis miterledigt. Pigma hat endlich seine gerechte Strafe bekommen. Die hohen Temperaturen dort machen Nachforschungen unmöglich. Ich schlage vor, ihr konzentriert sagen, der euch auf Lavaplanet Sektor gehörte doch X. zur schweren Dort Route. besitzt Andros eine experimentelle Ist der mittlere. Waffenfertigungsanlage. Meinen Agenten zufolge plant der Feind eine Geheimwaffe von verheerender Macht zu entfesseln. Eine, Ihr müsst die die Slippy Anlage nicht mag. neutralisieren und diese Waffe zerstören, bevor sie gegen... Naja, mit ein paar Anpassungen könnten die Schilde eine Aufklärungsmission lang durchhalten. Das klingt riskant. Doch die Kreatur zu ignorieren klingt riskanter. Wir würden mehr riskieren als jemals zuvor. Aber die A-Wings sind der Sache gewachsen, Fox. Garantiert. Nee, ich gehe nicht auf den Lavaplanet. Na, eigentlich ist es der zweite Stern des Lilith-Systems. So, jetzt gucken wir noch mal in die Erfolge rein. Es wäre tatsächlich nur 4 fucking gewesen. Aber gut, der war ja sowieso einer tot. Ja. Themisches. Wenn man da mal vor die Nase fliegt. Hat er selber Die Schuld? Schnauze, meinst du? Hat er Du selber spielst ja einen Schuld? Fuchs. Selber Schuld hat er da. Ja, natürlich selber schuld. Aber ganz ehrlich, der Moment beim Andros-Boss, wo ich gesagt habe, flieg jetzt nicht gegen eine Wand. Das ist wie damals beim Zuckerstäbchen-Tag bei Donkey Kong Country 2, wo ich am Schluss gesagt habe, so jetzt nicht treffen lassen und dann war tot. Okay, das Level haben sie geil gemacht. Das war doch damals so ein loser Schutthaufen. Und dann bist du nicht auf so eine Wand zugeflogen. Das Level haben sie komplett neu interpretiert. Das ist so, ja. Ja. Du musst auf Das jeden Fall kann klar am Anfang sehr viele Bomben einsetzen, um die Gegner ja irgendwie platt zu kriegen. Schneller als wir. Ich fliege dir alles durch die Gegend. Komm her. Wie gesagt, feste Gegenstände sind nicht gerade deine Freunde. Vorsicht, Hand. Okay, das ist neu. Was ist das denn? Vorher ist einfach die Klappe auf und die kam so rausgeflogen. Merkt man, dass ich das Spiel gut kenne? Guck mal, die Reichweite der Laser ist auch nicht sonderlich gut. Also ich habe den ja schon von voll weit beschossen. Ja. LSD-Trip Nummer 2 in einer Mission. Keine Panik, aber ich hab Wird drüber bewertet, ne? Ja, wird er. Bevor ich überhaupt durchkomme, muss ich nicht mit Turbo da durch. Geschafft. Nächstes aber auch drauf an, und du hast beide Flügel verloren. Peppys A-Wing wurde repariert. Ja, dann kann jetzt seiner repariert werden. Endlich mal voran. Ein neuer Aufklärungsbericht steht im Holoviewer bereit. Kein Wunder, dass Andros uns wiederholt überrumpeln konnte. Er hat sein eigenes Wurmloch in die Raumzeit gebohrt. Das rächt sich jetzt. Denn das Wurmloch geht in beide Richtungen. Genau. Deswegen meine ich, das ist die freie Wahl, wie du es machen willst. Landmaster einsatzbereit. Was kann er so, Slippy? im Grunde das meiste, was der A-Wing auch kann. Er schwebt sogar. Ich habe den Zug schon gesichtet. Na, dann legen wir mal los. Dieser Zug hält für niemanden an. Bitte sehr. Also einige Stellen, wie gesagt, haben die ziemlich stark vereinfacht.
Andere haben sie massiv schwerer gemacht, also Haben hier oben Gesellschaft. Ja, da fehlt echt noch Balancing. definitiv. Hilf uns mit diesen Jägern, Fox. Ja, wie denn? Bin da nicht anvisiert. Na, wenn du nach unten zielst. Hey, ich hab hier alles. Sehr. Oh nee, ernsthaft. Hast den Checkpoint noch nicht erreicht gehabt. Im Grunde das meiste, was der A-Wing auch kann. Ich glaube, du bist so oft wogegen gefahren, gegen die Steine und so, dass du beim ersten Durchlauf viel mehr von abgeschossen. Ich habe den Zug schon gesichtet. Na, dann Okay, das will ich auch doppelt. Ja. Ach du Schande. Ich sag einfach kurz Nicole. Danke fürs Folgen. Drücke Start für die Retro-Zeit. Das muss ich Also noch mal ihr gucken, hört bei warum uns- man das doppelt hört jetzt. Bei uns wird man doppelt Bescheid. Danke auf jeden Fall für den Follow. Ja, vielen Dank. Opa, Checkpoint. Vielleicht schaffe ich es ja alleine. Ja, selbst wenn du es schaffst, du kannst dann nachher die Route ändern und noch trotzdem nach Bäuse Deswegen, fliegen. ja. Es ist vollkommen schniepegal, wie du das jetzt machst. Oh, da waren noch Gut, alle. hast alle. Zugsignale Ja. sind deaktiviert. Schieß auf den Hebel. Vorsicht vor den Dingern, die gleich von oben kommen. Volle Kraft voraus. Ey, schieß Ziel doch. höher. Nicht übel, Fox. Du hättest ein bisschen höher zielen müssen. Ja, hab Du ich musst doch. auf oben auf. Hab ich doch. Halt. Nee, das ist da unten geschossen, wenn ich mich gerade verschielt habe. Nein, ich hab doch richtig drauf. Hält nicht an. Da schon richtig drauf getroffen. Füllt. Der Landmaster hat mir gute Dienste geleistet. Wie sieht's bei euch da oben aus? Damit haben Sie sicher nicht gerechnet. Wow. Das dürfte Andros Pläne durcheinander bringen. Tja, Explosionen haben wir echt drauf. Die Türme abschalten. Die Türme abschalten. Ja, und nach Möglichkeit nicht in die Laser reinfliegen. So zum Bleistift. Visiert die 6 Energiesäulen an. Weiter oben, weiter oben. Wenn du die Geschütztürme abschießt, nachdem du die Spitze zerstört hast, werden die auf jeden Fall immer Ringe droppen. Das war zumindest in der N64 und 3DS-Version so. Schade, dass wir das Ding Wenn du die Geschütze vorher abschießt, droppen die mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nichts. Ja, super cool. Ja, alles gut. Such dir dein eigenes Ziel, Fox. Der Kern des Satelliten liegt frei. Greifen wir ihn an. Ja, jetzt muss ich die leuchtenden Punkte anreißen, ne? Genau. Und mit jedem Punkt, den du zerstörst, kommt mehr Laserfeuer. Und tu mir einen Gefallen, flieg nicht rein. Kinderspiel. Das war dein Flügel. Nö. Mir, Freundchen. Doch, du bist mit dem Flügel gegengebufft. Wer ist doch noch da? in der Patsche. Ja, aber bald nicht mehr. Ich lass mich von niemandem schikanieren. Ja, Mann. Ich versuch's, du Arsch. Verfolge den Feind. Nee, Hase. So wird das gemacht. Warum habe ich denn jetzt keinen Slinks-Laser mehr? Weil du vielleicht vorher in dem Level deine Flügel verloren hast. Ach, den habe ich irgendwann ja schon nicht gehabt, ne? Ja, deswegen hast du schon die ganze Zeit nicht gehabt. Nachschub gesendet. Jetzt könntest du eventuell den Doppellaser kriegen. Dass die Bomben da nicht helfen. Gehe zum Angriff über. Und die Bomben wirst du gleich auf Venom großzügig verwenden können. Ja, weiß ich, aber... Oh, ich glaube, du hast ihn. Bist du verrückt? Du hast den Todesstern. Eine Medaille, da fehlen auch wieder 27. Die hier eine Medaille zu kriegen, ist natürlich wesentlich einfacher, wenn du nicht über Ficina fliegst und da dann das Star Wolf Team kommt oder da schöne Bonusabschlüsse kassieren kannst. Venom ist Der Boss hier könnte vielleicht ein bisschen nervig sein. Vielleicht. Wegen Zielen. Ja. Ach, das ist ja der in dem Tunnel, ne? Oh. Das Knacken. Vertraue deinem Instinkt. Jetzt der Kopf. Ah!
Was haben die für eine Reichweite mit ihrem Arm, Alter? Nach dem Ausweichen sofort bremsen. Jetzt ist natürlich wieder die Flügel wieder alles kaputt. Das ist fies. Du zündest eine Bombe. Du bleibst nicht unten, wenn er... Ich vergesse immer, dass ich direkt nach dem Ausweichen bremsen muss. Das ist schon der zweite Durchlauf, Sacco. Das Spiel selbst ist ja nicht lange, aber es gibt halt verschiedene Wege, die du halt nehmen kannst. Hier startet man dann wenigstens jedes Mal mit Hyperlaser. Voller Energie. Bombe. So, jetzt ins Auge. Jetzt kann ich mich auch auf seinen Einsaugen konzentrieren, jetzt wo die Hände weg sind. Ja. Irgendwie zieht der nicht im Auge. Du ziehst sie auch nicht wirklich auf die Augen. Ah, jetzt drauf halt auf die Augen. Achso, hier kam ja der Metallkasten, genau. Ausweichen! Oh, hast du ihn schon besiegt. Das war's schon. Das war's schon. Okay. Du, wenn die hier einen Igel als Endboss gemacht hatten, wäre das zur damaligen Zeit der ultimative Mittelfinger an Sega mit Sonic gewesen. Keine einzige Medaille. Na doch, du hast die auf Meteor gekriegt. Ich meine hier, meine ich jetzt. Oh ja. Grandiose Arbeit, Star Fox. Wie kann das Lylat-System euch diese Heldentaten je vergelten? Gib mir Geld. Oh, nichts leichter als das, General. Ich schicke nämlich gerade die Rechnung. Das war nicht. Bald wieder. Das ist ein anderes Ende. Also du kriegst tatsächlich nur das Feuerwerksende, wenn du die Schwerroute gegen bist. allen die Show stehlen, Fox. Ach komm, Falco. Wir haben das gesamte System gerettet. Der Krieg ist endlich vorbei. Jetzt beginnt die Langeweile. Hey, Fox. Ist alles okay? Ich weiß nicht, Peppy. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ist es echt vorbei? Vielleicht haben wir nur nach Andros Pfeife getanzt. Was ist... Okay, hier wird zumindest angedeutet, dass der noch lebt. Interessieren. Das können wir machen. Dann haben wir hier Meteo, da musst du machen 180 Punkte, fliege durch alle 7 Energieanomalien, zerstöre 8 Asteroiden, bevor du den ersten großen Asteroidentunnel erreichst. Besiege alle 3 schlangenartigen Moras, besiege 5 Klapproboter, besiege den Meteor Crusher mit dem Hyperlaser. Also da musst du ja mindestens 2-mal spielen. Ja. Für China bin ich jetzt mal gespannt. Bestimmt eine gewisse Zeit, bevor der Countdown anfängt. Besiege alle 4 Mitglieder von Team Starwolf, entgehe einem nicht verfolgenden Mitglied von Team Starwolf mit einem Looping, zerstöre alle 8 Radarstationen, zerstöre alle 26 Antennen. Alle 26 Antennen? Das sind Antennen? Schieße dreimal das Ziel eines Teamkollegen ab, besiege alle 3 Invasor-I-Einheiten auf dem Schlachtfeld, bevor du die Mission abschließt. Boah, da musst du aber Tempo vorlegen. Ja. Was kostet das? Wie viel kostet das Spiel eigentlich? 60, glaube ich. Ja, 60 haben wir. So, dann haben wir noch Vector X, genau. Besiege Spyborg mit dem Hyperlaser. Finde das versteckte Wurmloch, da wird das dann gemacht. Erziele 120 Punkte, sammle 5 Goldringe ein. Zerstöre mit einer einzelnen Bombe 10 Minen, zerstöre 20 SX-Laser. Das sollte auch nicht das Problem sein. So, und dann hier Bolsi noch. Erziele 130 Punkte, schließe die Mission ab, ohne dass ein Teamkollege sich zurückzieht, sammle 3 Goldringe ein, zerstöre 5 Beusejäger mit nicht aufgeladenen Laserschüssen, besiege alle 4 Mitglieder von Team Starwolf, schließe die Mission in 4 Minuten oder weniger. Und Venom 1 noch. Besiege alle 30, ja gut, 20 vielleicht nicht, aber 60 ist auch schon ganz gut gegriffen.
Besiege alle 30 Venom-Jäger-I-Einheiten der ersten Angriffs mit einer einzelnen Bombe. Verlasse den Canyon mit Schild und Laser auf höchster Stufe. Besiege den Golemech, ohne durch die Fallen in seinem Tunnel... ohne durch die Fallen in seinem Tunnel Schaden zu nehmen. Ja, das geht. Das geht. Hast du Daumen breit genug? Ja, also ich danke auf jeden Fall allen fürs Zuschauen. Wir raiden jetzt zu Elokius. Ach stimmt, jetzt ist Donnerstag. Der spielt Singen in den Parts, wo keine Musik läuft. Und am Samstag geht's dann direkt weiter um 17 Uhr mit Haus mit Da Vinci, mit Igelchen und Sonne. Also, viel anzugucken. Volles Programm, genau. Keimtree, wann gibt's denn Donkey Kong Country 2? Mal gucken, also ich schließe es aktuell nicht mehr aus. Ja, das ist schon ein gewaltiger Fortschritt. Oh, freut euch daran. Ich habe ja schon ein kleines Donkey Kong Country 2 Training bei Knackewichtel gemacht. So blöd habe ich mich anscheinend nicht angestellt, seiner Meinung nach. Und ich bin jetzt schon eher gewillt, das mal zu probieren. Also ich sage schon nicht mehr prinzipiell nein, ne? Einigen wir uns erstmal darauf.